Hallo zusammen, ich freue mich wieder mal, euch alle zum Podcast begrüßen zu dürfen und ich freue mich auch, Sebastian hier begrüßen zu dürfen. Hi, Hallihallo. magst du dich kurz vorstellen? Ja, wie viel Zeit habe ich denn dafür? Ich bin Sebastian Solange Alscher, du ich möchtest. bin, ja, ich bin 44 Jahre alt, wohne in Frankfurt, bin Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland, wir wohnen hier als Familie mit zwei bezaubernden kleinen Töchtern, die wir haben. Wunderschön. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du dich mein Interviewfragen stellst. Ihr habt ja Ja, euch total gern. sozusagen vorgenommen, die ganze Digitalpolitik ein bisschen umzukrempeln. Da lief ja einiges schief und da wäre ich auch schon direkt bei meiner ersten Frage. Und zwar in der letzten Legislaturperiode, also so die letzten paar Jahre, da ist ja immer mehr Überwachungsmaßnahmen beschlossen geworden. Und da natürlich die allererste Frage, wie steht ihr zu so Sachen wie Bestandsdatenauskunft oder Vorratsdatenspeicherung oder auch dem Staatstrojaner vor allem? Ja, auch wieder ein Riesenthema, ne? Ich Ja, denke, wir sind als Partei eben tatsächlich groß geworden damit, dass man uns eben die digitale Expertise zugeschrieben hat und eben den Kampf gegen Überwachungsstaat. Und ich würde auch sagen, das hat ganz gut geklappt damals Partei gibt es jetzt auch schon bald 15 Jahre, das so als Thema in die Politik reinzuspielen. Also es ist viel präsenter geworden, aber genau wie du sagst, es gibt halt immer wieder so Entscheidungen, die deutlich machen, dass viele das gar nicht so verstanden haben, die Auswirkungen auf Freiheit und Menschenrechte eigentlich, wenn man es mal zu Ende denkt. Entsprechend sind wir natürlich auch gegen Vorratsdatenspeicherung und vor allen Dingen den anlasslosen Teil dabei. Also wenn man jetzt irgendwie eine gezielte Überwachungsmaßnahme hat und sagt, ich möchte jetzt hier aber eine Person observieren, das ist schon mal qualitativ anders, als wenn man pauschal Daten erhebt, weil irgendwo ein Einbruch ist und man von der gesamten Funkzelle von einem vermuteten Zeitraum mal für einen Tag alle Daten inhaliert, auf Deutsch gesagt. Ja, also wir sehen das sehr kritisch, weil also zum einen eben dieser Generalverdacht, unter dem Menschen stehen, zum anderen ist meine persönliche Perspektive auch, und das war das, was mich eigentlich zur Piratenpartei gebracht hatte, das war 2016, bin ich auch als Mitglied geworden, dieser Aufbau einer Infrastruktur, die halt missbraucht werden kann in dem Sinn, wie ich mir das vorstelle, ist, in guten Zeiten finden viele Leute auch noch Argumente dafür, warum man etwas ja machen könnte und warum die gesamte Gesellschaft davon profitieren könnte. Aber die Zeiten sind halt nicht immer gut. Und wenn sich das Ganze irgendwann dreht, und mein Szenario war damals ein Innenminister Gauland, um das mal so zu sagen, ja, und dann Leute Tools an der Hand haben, die einfach mächtig sind, dann kann das Ganze sich halt ganz schnell drehen. Und natürlich kann man sagen, die können sich das dann ja auch alles selber so aufbauen, aber das ist halt eben immer noch ein längerer Schritt, als wenn man denen das schlüsselfertig überliefert. Und deswegen ist diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, die Möglichkeit dafür, die Infrastruktur, das Setup, auch die Verfügbarkeit von Software beispielsweise, immer was wir sehr kritisch sehen und wo wir immer dann dagegen antreten und wo wir auch vor das Verfassungsgericht ziehen zum Beispiel. Du hast jetzt gerade den ja. Staatstrojaner auch gesagt, also eine Schadsoftware zur Überwachung von Kommunikation und sonstiger informationstechnischer Aktivität. Jetzt in Hessen beispielsweise, bei der schwarz-grünen Regierung ist ja auch so, dass man sich entschieden hat, den Staatstrojaner zu ermöglichen als weiteres Tool der Strafverfolgung. Und da ziehen wir jetzt auch vor das Verfassungsgericht, um eben dann dagegen zu klagen. Ich Das ist auch verstehe das, das was sehr man auch. machen kann, wenn man nicht im Bundestag sitzt, um ganz kurz da rein zu Genau, Sorry. genau. Ja. Das ist auch ganz wichtig, man muss halt Betroffener sein und man kann versuchen, als Partei betroffen zu sein. Wir haben tatsächlich 3 Kläger. Ne? Also einer von unseren 3 Klägern ist die Landesverband Hessen und einer zum Beispiel ist einer der Kollegen, der sehr viel mit Russland zusammenarbeitet und eben eine Seite betreibt, gerade für russische Dissidenten und der sich dann halt eben als besonders gefährdet dadurch sieht, durch Überwachungsmaßnahmen oder halt eben, weil er Kontakte hat zu Personen, deren Daten und Informationen eben nicht die wirklich nur im Vertrauen für ihn sind, weil die sonst um ihr Leben fürchten. So, ne? Und wenn Also irgendwie die Möglichkeit besteht, dass andere Menschen daran kommen. Also auch gerade mit der NSO-Affäre, um die jetzt kurz einzuschieben, das ist ja jetzt quasi gerade mega aktuell. Da hat es ja auch also da sind ja erstmal von einem Staatstrojaner, der quasi weltweit verkauft wurde, von Israel, von der NSO Group, sind ja erstmal Überwachungsmaßnahmen öffentlich geworden, die eigentlich weltweit stattgefunden haben. Und zwar nicht nur gegen Kriminelle, sondern eben auch gegen investigative Journalisten vor allem. Das muss man da einfach sagen. Und in Mexiko, ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast, das war relativ tief in die Nachrichten vergraben. Mexiko ist auch ein investigativer Journalist, ein Freelancer,
tot aufgefunden worden und der stand auch auf dieser Liste der NSO-Telefonnummern drin und man hat sein Handy bis heute nicht gefunden, um mal eine Auswertung zu machen, ob er davon betroffen war. Also es geht tatsächlich um Menschenleben dabei, was ich das ist bitter. ja, ne, sehr, wenn sehr du so gefährlich überlegst, finde. ne? Ja. Also dementsprechend Und kann ich das auch verstehen. Letzten Endes sind überall Menschen, auch bei den Bedienern. Ne? Und ich will jetzt auch nicht irgendwo da mit Menschen verdächtigen, aber selbst bei so banalen Sachen wie Datenabfragen hier, als Konzert war von Helene Fischer und dann irgendwie 60 Leute plötzlich wissen wollten, wo sie denn eigentlich wohnt und sowas, von was irgendwo oder war das nicht aus Snowden, der sagte, oder genau die Situation, wo einfach Leute den Freund der Ex-Freundin ausspionieren wollen und sowas. Ja? Oder auch für Politiker ist es natürlich interessant, Kompromat zu sammeln. Das ist ein total unterschätzter Bereich an Informationsbeschaffung, die echt wertvoll ist, finde ich. Ja. Ne? Das ist dann verlockend eben auch. Ne? Ist im Endeffekt mehr oder weniger legalisiertes Hacking, wenn man so möchte. Ja. Ne? Aber die Tragweite ist auch, ich habe da eine Stellungnahme dazu geschrieben fürs Verfassungsgericht, weil, also liegt ja nahe, die eben auch auf dieses Missverhältnis hinweist. Das auf der einen Seite ist das Aufklärungsinteresse und das ist natürlich auch berechtigt, weil man sagt, wir wollen ja Straftäter eigentlich hinter Gitter bringen. Auf der anderen Seite steht aber das unermesslich große Risiko für die Gesellschaft durch eine latent unsichere Kommunikationsinfrastruktur. Ja. Und das von einem Innenministerium, was ja eigentlich sagt, es will unsere Infrastruktur schützen. Ja, eigentlich müsste ja die Aufgabe anders sein, so schnell wie möglich die Lücken zu schließen, aber es besteht einfach dieser Interessenkonflikt, den ich für sehr, sehr toxisch halte. Ja. Ja, und der besteht ja tatsächlich auch in den Behörden, um da mal kurz auf das nächste Thema quasi zu switchen. Wir haben ja das BSI als Hacker-Verteidigungsbehörde sozusagen, die wollen ja eigentlich ein sicheres Deutschland haben, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Auf der anderen Seite haben wir eben die CITES oder andere Organisationen, die eigentlich auf den Staatstrojaner angewiesen sind, beziehungsweise den irgendwie wollen, damit man eben besser ermitteln kann. Und da hat man ganz schlechtes eben auch Anreizverhältnis. Ne? Ja, das ist ein großes Problem, dass die Behörden da eigentlich sogar gegeneinander arbeiten müssen. Ja, also das ist irgendwie so unser großer Wunsch, dass man das BSI da unabhängiger macht, weil es ist ja auch für die Mitarbeiter eine Pain. Die sind ja da auch hin und her gerissen. Die wissen mit allem, was sie tun, wollen sie eigentlich Deutschland schützen. Ja, und gleichzeitig aber auch dem Innenministerium für andere, aus unserer Sicht fast unlautere Ziele in die Hand zu spielen. Ja? Wie geht man um mit Lücken, die man findet? Ja, richtig, genau. Muss man da erstmal im BME nachfragen, ob man die schließen darf oder ob man damit dann eben für viele Millionen eingekaufte Trojaner wirkungslos macht? Ja, das weißt du nicht. Ne? Ja, ich kann schon verstehen. Auf der einen Seite gibt man die Millionen für die Trojaner aus, auf der anderen Seite will man sie eigentlich gar nicht benutzen. Da muss man sich halt erstmal klar sein, was ist eigentlich so das Ziel dann auch. Ja, wobei ich jetzt auch meinte, dass du findest eine Lücke oder dir wird eine Lücke gemeldet, die gefunden wird. Und wenn du dann aber jetzt quasi das an die mittelständischen Unternehmen lieferst mit einem Hinweis, passt mal auf, erwartet hier ein Patch, weil eine Lücke ist. Und gleichzeitig machst du dann der Bundespolizei den Staatstrojaner kaputt. So meine ich. Ja, ganz, ganz schwieriges Thema. Und wenn wir gerade vom öffentlichen Dienst oder von Behörden reden, wie ist da eure Meinung so zur Open Source im öffentlichen Dienst? Sollte das mehr eingesetzt werden? Also sollten generell alle öffentlichen Sachen auf Open Source basieren? Genau, also das ist tatsächlich eigentlich relativ konkret unsere Forderung, dass der Einsatz von Open Source viel mehr verstärkt wird, aus mehreren Gründen. Also wir erleben natürlich ein starkes Lobbying, gerade von Microsoft und Kollegen. Ja. Gleichzeitig oder auch Versuche wie jetzt in München, wo Linux eingeführt wird und dann zurück und wieder hin und her. Viele sind sich der Anforderungen, die Open Source mit sich bringt, gar nicht bewusst oder auch häufig so ein Fehlverstanden, es ist ja kostenlos, es ist aber auch tatsächlich aufwendig, aber es ist eine Investition, die sich halt lohnt und die nachhaltig ist. Mich freut besonders eben der Vorstoß in Dortmund, wo ja Open Source eingesetzt wird. Es ist natürlich eine Umstellung, weil wir seit frühester Kindheit, wir leben es ja auch jetzt bei Microsoft während der Corona-Pandemie, wie sie sehr bereitwillig dann eben ihre Software an Schulen zur Verfügung stellt, damit die Kinder schon in frühen Jahren lernen, wie man mit Microsoft-Produkten umgeht. Also
was ich sagen will, ist, die Umstellung auf Open Source ist ein großer Schritt, der sich aber lohnt, unter anderem auch deswegen, weil die Wartbarkeit vermeintlich einfacher ist und so Nachfolge- und Schnittstellenproblematiken sich weniger ergeben sollten, als tatsächlich so ist. Ich bin sehr gespannt, wie es eben auch in Dortmund so wird, aber wir haben ja häufig die Situation, dass die Verwaltung über die Softwareseite so angreifbar ist, weil an vielen Stellen eben veraltete Betriebssysteme laufen, die nicht abgedatet werden können, weil dann eben die alte Software nicht mehr funktioniert. Die Firmen sind pleite gegangen, keiner pflegt die weiter beispielsweise. Ne? Die Schnittstellen sind nicht spezifiziert und dadurch kann man halt nicht auf ein aktuelles Windows updaten. Ja. Und dadurch hast du dann natürlich auch gleich die Probleme, dass du einfach gar nicht mehr arbeiten kannst, wenn du auf eine Software angewiesen bist. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch öfters das Problem, gerade wenn wir von Linux oder sowas reden, dass viele Software natürlich auch von gerade diesem alten Zeugs nicht auf Linux läuft. Genau. Müsste man das dann alles neu machen oder wie würde man das dann? Also ich denke, es ist eine Entwicklung. Ne? Also man muss sich dann die Zeit nehmen und man muss eben auch verstehen. Also ich sehe es mal in zwei Seiten. Das eine ist die Software, die aktualisiert werden muss und das andere eben die Menschen. Ja? Also dieses habitualisierte Verhalten, die Menschen, die da arbeiten, die einfach über viele Jahre natürlich auch bestimmte Prozesse haben, wie sowas geht. Klar, das ist eine Umstellung softwareseitig. Ne? Müsste man halt eben virtualisiert anbieten. Verschiedene Möglichkeiten, die man dann in der Übergangsphase nutzen kann. Es bietet natürlich halt eben auch eine Möglichkeit, grundsätzlich die Prozesse zu überdenken, wo wir ganz häufig eben so Wasserfallprozesse noch haben in der Verwaltung, die eigentlich, sag ich mal, asynchroner in dem Sinn gelöst werden könnten, auch gleichzeitig, wenn es um mehrere Stempel geht, die ein Zettel braucht, wo das dann irgendwie von A nach B wandert, ne? Wo alle mal draufschauen müssen bei Baudokumentation oder sowas. Ne? Also es bietet auch Möglichkeiten, ne? Also aber ich gebe dir vollkommen recht. Ja? Die Dinge sind einfach für ein Betriebssystem programmiert und muss man umstellen, muss man neu machen, in Anführungsstrichen, oder halt eben über eine anders einbinden. Ja. Wo wir gerade so bei dem Thema Umgestaltung, Neugestaltung sind. Was genau sind eure Ziele, um IT-Sicherheit in deutschen Unternehmen und auch in Behörden natürlich zu stärken? Und was sind wirklich konkrete Schritte, die ihr da unternehmen würdet? Also ich glaube, dass an sich Unternehmen ja durchaus ein eigenes Interesse an IT-Sicherheit haben. Ja. Deswegen, das würde ich gar nicht schlecht reden. Wenn sie könnten, würden sie was tun. Häufig ist es halt so, dass, also mit zunehmender Gefahrenlage erkennen das Unternehmen auch selber und man spricht ja. Ne? Es ist ein Kostenfaktor und es ist natürlich auf einem knappen Arbeitsmarkt auch. Machen wir uns nichts vor, wenn irgendwo man sagt, man will jetzt einfach mal jemanden haben oder mal eine Person an sich reicht ja nicht, muss ja auch mal Urlaub machen, ja, stellst du eben dann, verstärkst dann da dein Team, musst du teuer einkaufen und wenn du die Leute halt so findest, wie du sie brauchst. Also tatsächlich ist der erste Schritt ja erstmal ein Angebot auf dem Arbeitsmarkt in Anführungsstrichen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dass gerade das BSI da irgendwo auch schon zum Teil was tut, aber halt eben auch hilft, sag ich mal, ein Gefühl für die Notwendigkeit zu schaffen. Ne? Wir haben so viele, also es ist ich glaube nicht, dass das ein Wissensdefizit ist. Ich glaube, die Frage also wenn, dann ist eher ein Umsetzungsproblem und dann ist die Frage, besteht die Möglichkeit, das umzusetzen? Da sehe ich halt so ein bisschen das Arbeitsmarktproblem, auch vielleicht ein Kostendruck, der dadurch eben entsteht. Und das andere ist eben das Gefühl von Betroffenheit, das die Leute dann dazu bringt, etwas zu tun. Und dieses Gefühl von Betroffenheit bin ich relativ zuversichtlich, dass es bedauerlicherweise zunehmen wird in der nächsten Zeit und dass die Leute das dann halt eben erkennen. Ja. Also es ist einfach Weiterbildung und ich glaube, ich kriege hier ja auch von der IHK Frankfurt immer wieder dann die Zeitschriften, wo sie eben sagen, wir machen hier mal was über folgendes Thema, einen Vortrag, wie Sie das mal anhören, Ransomware in Unternehmen und so. Und wie sieht es dann schon einen Schritt früher aus? Also quasi, wenn wir gerade vom Arbeitsmarkt reden, würdet ihr dann auch sagen, Digitalisierung in Schulen, beziehungsweise vor allem auch das Unterrichtsfach, Digitalkompetenz, Medienkompetenz, wo natürlich dann auch so Security-Themen eine Rolle spielen, würdet ihr das einführen als Fach tatsächlich? Genau, also wir gehören auch zu denen, die, wie man es wahrscheinlich auch von uns erwartet, die relativ früh sagen, bindet die Schüler ein und vermittelt ihnen ein Gefühl von zunächst mal Medienkompetenz grundsätzlich, also einfach das zu verstehen. Auch der
die Schule selber und die Lernprozesse selber könnten da durchaus digital näher sein. Ja? Der Corona-Pandemie haben wir ja auch das erlebt, aber auch das ist ja wieder ein unendlich großes Thema. Aber tatsächlich eben den Kindern zu vermitteln, was ist Informationstechnik, was ist eigentlich die Basis. Schüler sind sehr gut in Anwendung. Ja? Sie verstehen gut mit ihren Smartphones ähnlichem umzugehen. So Privacy-Einstellungen zu ändern ist schon schwieriger oder das Wissen darüber ist schon weniger da. Also wie kann ich denn tatsächlich jetzt verhindern, dass die App meine Kamera nutzt oder eben auf die Fotos zugreift. Das sind so erste Schritte, wie man es einbinden kann. Und das andere halt eben tatsächlich dann so, wie funktioniert das Ganze? Also die müssen jetzt nicht wissen, wie Flipflop funktionieren, aber was ist ein Algorithmus? Ja, und sowas wissen, so kann man das entsprechend dann heranführen. Und so einfachstes Programmieren. Also ist natürlich, ich verzettel mich ein bisschen, weil ich irgendwie gleichzeitig an mehrere Altersklassen und mehrere Alters verständlich, ja klar. Also erstmal quasi so denke, ne? So 5. Klasse genau. oder Mit Medienkompetenz anfangen kann man ja relativ früh. Die Kinder haben ja relativ früh auch mittlerweile ein Smartphone. Ja. Gehört auch irgendwo so dann dazu, das mit einzubinden, da irgendwie eine Vertrautheit mit zu entwickeln, insbesondere für die Risiken. Da kann man dann bis zu Cyber-Grooming ja alles mal durchgehen. Und dann halt eben tatsächlich so Prozesse vermitteln, was ist ein Programm oder sowas. Ne? Total. Ganz klasse. Bist du halt eben selber dann da programmieren. Ich weiß gar nicht, dass ich damals, gutes baden-württembergisches Abi, seine Informatik in der Schule hatte. So, ne? Und dann haben wir dann halt tatsächlich mal rückblickend betrachtet, haben wir einfach in Assembler ein paar Sachen auf den Stack gepusht und wieder runtergepoppt. Ja? Also wir haben es halt in Pascal implementiert, so Turbo Pascal damals. Ich bin ja alt. Und haben dann nachher noch irgendwie einfach so einen Taschenrechner gebaut mit Bruchrechnen und sowas. Das war in Pascal. Das ist ja, Turbo Pascal dann, ne? Aber es hat halt auch Spaß gemacht und hat halt irgendwie auch nachhaltig ein Verständnis dafür vermittelt. So, ne? Und jetzt so ich habe es vorher gar nicht gesagt, so von meinem Werdegang. Ich war 14 Jahre im Investmentbanking, wo ich einfach so viel mit schlau Sachen machen wollte. Das war so die Zeit der Quant-Hedgefonds und sowas und ich habe dann Versicherungsunternehmen betreut, die ja immer sehr spezielle Risiken haben zur Sterblichkeit und versucht da eben was gibt es für Möglichkeiten, Risiken zu mitigieren und sowas ähnliches. Und das war mir halt nach 14 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich das durchgespielt, das ist langweilig, jetzt suche ich die nächste Herausforderung. Und dann habe ich gesagt, das ist halt in der Kryptographie, jetzt werde ich Hacker. So platt gesagt. Ich habe dann in Bochum angefangen, den Master in Applied IT Security zu machen. Und dann halt eben wieder mehr in Reverse Engineering und sowas reingegangen. Und dann dachte ich, und dann dachte ich halt so, oh Mensch, das ist ja genau das, was du damals in der Schule gemacht hast, als du irgendwie so 16 warst. So, ne? Also nur halt eben anders implementiert. So, ne? Heftig. Also das würde ich jetzt in der Schule tatsächlich. Also bis Funktion, weiter kamen wir nicht, aber jetzt weiß ich aber auch, warum ich in C# so schlecht war, weil ich stattdessen Turbo Pascal hatte. Also ja, objektorientiert musste ich halt selber dann alles erst noch lernen. Ja, so, das aber auch, wir hatten auch keine Objektorientierung tatsächlich. Ja. Also wir sind wirklich nur bis Funktion gekommen. Die Klassen, die waren schon vorgegeben. Das war so ein Windows Forms Teil und mehr konnten wir nicht. Aber wir hatten es auch nur tatsächlich leider freiwillig. Das war so ein zweistündiges während nur einem Schuljahr. Also 12. Klasse, das war alles, was wir in Informatik hatten und da halt nur zweistündig tatsächlich. Mehr gab's auch aber das hilft halt eben auch schon mal viel, ne? Ja, so, oder die Verfügbarkeit vielleicht. Aber wie gesagt, ich würde da gar nicht so tief gehen, den Leuten dann nachher, oder den Schülern da. Also, aber einfach so Medienkompetenz, Umgang mit Technik, Technikfolgenabschätzung idealerweise noch, muss man nur anders nennen. Und dann halt eben so Algorithmen, weil es effektiv beeinflusst es deren Leben heute schon. Ja, du machst Instagram auf und siehst einfach immer bestimmte Dinge. Und es hilft halt zu verstehen, wie Instant Gratification da funktioniert, um einen Algorithmus zu trainieren. Mit jedem Schritt, was man da tut. Und so. Ja, klar. Also, cool. Absolut. Und wenn es um speziell die Digitalisierung von Schulen geht, was würdet ihr da machen? Also wirklich das digitaler Machen von den Schulen selbst? Es ist ganz lustig, wenn man den Digitalteil in unserem Programm liest. Jedes Kapitel beginnt quasi mit wir wollen Breitbandausbau und 5G, weil das ist irgendwo so die Basis. Ne? Und wir wollen es eigentlich ja nicht unbedingt dafür, dass jeder besser und mehr Netflix schauen kann, sondern gerade weil du an den Schulen in vielen Stellen nicht vorankommst, wenn du hast halt an der Schule eine 50 Mbit Leitung liegen und so. Das ist halt ein Graus.
So, ne? Wenn du zum Beispiel sagst, du bindest zu Hause Lernen mehr ein oder die Leute können eben auch mal zu Hause was nacharbeiten oder darauf zurückgreifen oder du streamst aus der Schule heraus, sowas, dass die Schulen selber angebunden sind oder halt eben dann vor allen Dingen in die Schulen rein, wenn du auf YouTube einen Film zeigen willst, oder aus der Mediathek was abspielen willst, beispielsweise. Ganz, ganz banale Use Cases, was halt irgendwo dann nicht geht, wenn du da einfach nur an einer zu dünnen Leitung hängst. Ja. Aber das ist halt eben nur der Anfang, ja. Aber sowas, oder was ähnlich Banales. Warum gibt es kein digitales Klassenbuch, wo ich sehen kann, welche Hausaufgaben mein Kind hat oder so, ne? Bis hin eben zu einem, wie wir Bildung insgesamt verstehen. Wir verstehen dann gerade in der Oberstufe Bildung viel mehr Fähigkeiten orientiert, wo Kinder einzelne Module in Anführungsstrichen lernen können. Und da bietet sich halt eben auch eine Einbindung digitaler Konzepte an. Ja. Ja. Das heißt, ihr habt euch ja quasi als monothematische Partei mehr oder weniger fast gegründet. Mittlerweile seht ihr euch da aber eigentlich gar nicht mehr so. Ihr habt schon quasi ein umfassendes Konzept, wenn ich das richtig verstehe. Ja, also noch kurz zur Ergänzung weil wir jetzt über Schule sprachen an sich, wenn du über Bildung sprichst, sehen wir halt eben auch gerade das lebenslange Lernen. Und das heißt, dieses Konzept oder die Methoden, die du dann für die Schule anwendest, sind welche, die ja auch weit darüber hinausgehen, was du halt eben bis später in der Ausbildung oder eben als 60-Jähriger, wenn du noch was dazulernen willst, nutzen kannst. Also und was du sagtest mit dem Monothematischen, also ich kann halt eben, wenn du in die Partei reinkommst, dann ist es ja häufig mit einem gewissen Idealismus, wo du sagst, du kannst helfen und unterstützen. Und meine Schwierigkeit in der Kommunikation der Piratenpartei an sich war immer, man hat gesagt, wir sind die Partei der Digitalisierung. So. Parteien sind aber eben Wertegemeinschaften und leben über Werte und sie werden gewählt dafür, dass sie bestimmte Werte vertreten. Und Digitalisierung selber ist halt eine Methode und damit scheinbar wertfrei. Aber die Frage, also solange du nicht sagen kannst, Digitalisierung, ja, wofür denn? So. Und ich denke, es ist immer wichtig zu vermitteln, warum man das möchte. Und bei uns ist halt Digitalisierung, um den Menschen zu Selbstbestimmtheit und Befähigung zu verhelfen. Und deswegen, was eigentlich als monothematische Digitalisierung war, ist eigentlich schon immer wie so ein sehr ausuferndes in alle Lebensbereiche und Themen rein. Zum Beispiel zu Bildung, zum Beispiel zu Gesundheit, wenn es um Telemedizin geht und die Unterversorgung von medizinischer Versorgung in der Fläche beispielsweise. Wenn es um Außenpolitik geht, um autonome Waffensysteme, wenn es um, was gibt's noch, Arbeit geht, ne? Also wie Work 4.0 und prekäre Arbeit, weil der Algorithmus alles abnimmt, außer da, wo einfach der Mensch billiger ist, als den Algo zu trainieren. Keine Ahnung. Ja. Also es wirkt monothematisch, aber ich glaube, aber hat vielleicht auch mit der Gesellschaft als solches zu tun, dass dieser Impact von Digitalisierung langsam erst so klar wird, ne? Ja, total. Also sorry für die lange Antwort. Nein, das war eine lange Frage. Also von dem her. Ich meine, wir merken es ja auch immer, jetzt gerade durch Corona haben wir es gemerkt, wir müssen einfach von zu Hause arbeiten. Also gut, ich habe das nicht gemerkt, ich darf immer von zu Hause arbeiten. Wahnsinniges Privileg. Aber auch Schulen, die ganzen Schüler, die von zu Hause arbeiten oder lernen mussten, und da irgendwie einfach nicht mehr klarkamen, weil sie aus dem Klassenzimmer rausgeflogen sind, weil sie keine Verbindung mehr hatten. Also ja, total, ja. Ich verstehe schon, dass man da sagt, Digitalisierung überall eigentlich, weil es eben zu mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung führt. Ja. Und wenn wir gerade beim Thema Digitalisierung sind, was würdet ihr dann im Sinne von Digitalisierung in zum Beispiel Regierungsbehörden, in generell Behörden machen? Also würdet ihr sagen, Behördengänge zum Beispiel wie in Estland eher digital gestalten, oder? Ja, also wir haben da ja schon mit dem Online-Zugangsgesetz den Versuch, möglichst viel in der Behörde zu digitalisieren und ein Projekt, wo wir ja heute schon wissen, dass es scheitern wird. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass es halt eine Riesenaufgabe ist. Und ich finde es gut, ambitionierte Ziele zu setzen und die auch abzuarbeiten. Da machen uns halt andere Staaten was vor. Ne? Irgendwie hier Grüße an Konrad Zuse, aber irgendwie tut uns schrecklich leid. Wir haben bis heute da echt gelost, wenn man das mal so anschaut, wie lang das Thema bei uns im Land schon auf dem Tisch liegt. So, ne? Also Da ist einfach vieles zu verbessern. Natürlich auch, also was ich vorher sagte mit den Wasserfallprozessen beispielsweise. Digitalisierung bietet Möglichkeiten, die wir echt nutzen können und die wir nicht ausnutzen, wo andere Länder was vormachen. Ja. Dazu gehört halt eben, also man kommt recht schnell, glaube ich, wenn man es wirklich zu Ende denkt über die Frage der ID, wie identifiziert man sich so. Und wir haben ja diese Diskussion gehabt, dass man die Steuer-ID als
Personenkennziffer einführt, als universale Person. Was natürlich ein großes Problem ist aus unserer Sicht, weil du halt sehr viel Zuordnbarkeit schaffst, die du eigentlich nicht haben möchtest. Da ist das österreichische Modell beispielsweise sicherer, wo du eben eine separate Stelle hast, die ID vergibt, anstatt dass es alles ein großes Aggregat, also quasi als Key verwendbar. Ja, total. Und das ermöglicht halt dann tatsächlich viel Freiraum, ja, hier so einen Weg zu gehen. Also jetzt nicht über die Personenkennziffer, also die Personenkennziffer würde es auch ermöglichen, viele zu vereinfachen, ist aber aus unserer Sicht dann eben der falsche Weg. Aber tatsächlich sind viele Prozesse deutlich vereinfachbar und lebensnäher zu machen. Das Problem ist halt häufig, dass viele dieser Amtsgänge nur sehr einzeln sind. Also keiner geht 3-mal im Jahr zum Amt, um sich seinen Reisepass neu zu machen, beispielsweise. Ne? Ja, und auch da sind wir wieder bei der Betroffenheit und Dringlichkeit. Deswegen scheint es immer wie etwas, was man lange aufschieben kann, aber de facto sind es halt Umbrüche. Das ist auch eine Mentalitätsfrage irgendwo. Das Wichtigste ist, Schnittstellen zu schaffen, weil auch durch die Art, wie die Daten im Land abgelegt sind, und aus gutem Grund sind die Einwohnermelde ja sehr dezentral, wie hier halt eben dann die Abfragen klappen. Also es sind eigentlich viele Schnittstellenproblematiken, sozusagen. Ja, dass man da sozusagen die Schnittstellen verbessert. Ja, eine Einheitlichkeit herstellt und sowas. Ja, und gerade so im Bereich auch Ausbau von Internet beim Amt zum Beispiel oder generell auf dem Land auch. Also es hat mich... Ja, sorry. Ja, sorry. Also genau, also auch da wieder jetzt, ich beziehe mich dann jetzt tatsächlich sehr auf die Prozesse, die Verwaltungsprozesse, ne? Aber ich fand es auch jetzt hier krass in Frankfurt, dass die Leute alle ins Homeoffice geschickt wurden, aber jetzt die Bekannten, die ich kenne in der Verwaltung, für die war das halt eben nicht gleichermaßen möglich. Ja, du kannst dich halt nicht mal irgendwie schnell ins Bürgeramt rein SSHen, ja. Also warum nicht? Ja, ne, also genau, warum nicht, ne? Und warum, also auch da ist es wieder eine Infrastrukturfrage, ne? Müsste man halt eben, ich denke, man könnte das machen und man könnte die Wege halt eben so gehen, ne? Also es ist auch wieder kein Projekt, was irgendwie in einem Jahr erledigt ist, aber es ist so die Mentalität, ne? Also, und das meine ich gar nicht negativ. Die Prozesse ändern sich halt einfach in dem Bereich viel, viel langsamer und ich habe da aber einen großen Respekt vor denen, die es angehen. Ne? Klar, das dauert alles seine Zeit. Und man erwartet ja auch irgendwie nicht, dass es von heute auf morgen passiert. Ja. Sondern halt, wenn du dir deinen IT-Job aussuchen kannst, und du hast dann als Möglichkeit tatsächlich ein Riesenkuddelbuddel aus, keine Ahnung, 400 unterschiedlichen Systemen zu vereinheitlichen, das muss schon irgendwie sehr attraktiv sein. Und man muss ein besonderer Charakter für sein. Ne? Also ich kriege auch immer die Stellenausschreibungen zugeschickt von verschiedensten Ministerien. Das ist immer sehr, sehr interessant, was diese suchen. Ne? Spezialisten zur Vereinheitlichung unserer Systemlandschaft. Es lohnt sich, das stelle zu ich mir abonnieren. anstrengend vor. Das hört sich nach sehr viel Legacy-Arbeit an. Ich glaube, davor haben die meisten Informatiker so. Das ist es halt. Ne? Ja. Deswegen. Aber nochmal kurz zu dem Thema Internetanbindung auch. Wenn wir uns ein konkretes Ziel setzen würden, nehmen wir an, ihr schafft jetzt 50%, also ihr könnt alleine die Regierung stellen. Gottes Willen. Demokratisch ganz schlecht, aber ja. Ja, demokratisch ganz furchtbar. Nur mal angenommen, hypothetisch. Wie viele Haushalte sollten prozentual am Ende an ein Gigabit-Netz angeschlossen sein? Oder strebt ihr da sogar eher 10 Gigabit-Netz an? Oder was ist da so euer Ziel? Also, auch immer die Frage des Use Cases. Ich hänge jetzt hier seit einer Weile sogar tatsächlich an einer Gigabit-Leitung. Ich bin neidisch. Ja, ne? Aber ich denke vor allen Dingen halt an die Fläche. So, ne? Die Stadt ist relativ schnell angebunden. Auf der Fläche hast du viel mehr das Problem. Idealerweise hast du alle Haushalte, also ich meine, jeder Politiker oder ist recht in unserer Lage, wirst du sagen, wir wollen, dass alle Haushalte da mit der Gigabit-Leitung angebunden sind. Ne? Ich halte es auch tatsächlich für wichtig. Ich fände es auch mal sehr interessantes und spannende Frage, was passiert denn, wenn wir hier keine asymmetrischen Up- und Download-Zahlen haben? Was ist denn, wenn wir quasi gleiche also wenn wir einen symmetrischen Verkehr haben? Ja. Wie sehr ändert es tatsächlich die Struktur? Ne? Also wir werden viel mehr Peer-to-Peer sein. Wir werden auch resilienter sein und robuster als Netz an sich.
denke ich mal. Es ist so eine reine Überlegung und erstmal eine theoretischer Natur und jetzt irgendwie weit davon weg, eine politische Forderung zu sein. Ja, Klar. Aber klar, du willst so viele wie möglich angebunden haben, weil du damit mehrere Probleme löst. Du schaffst damit, Unternehmen in der Fläche anzusiedeln, ja, anstatt immer in die Zentren zu holen. Du kannst die Städte damit entlasten, du kannst mehr Homeoffice ermöglichen, du kannst dann nachher sagen, du pendelst in einen Coworking Space, der gut angebunden ist. Also wir versprechen uns von einer Anbindung viel, viel mehr, weil es einfach die Grundlage ist. Also wir nennen das Teilhabe oder das nennt sich Teilhabe. Ich finde das aber ein sehr, sehr sperriges Wort. Empowerment trifft es eigentlich eher, ist aber irgendwo wieder Englisch und versteht nicht jeder. Also Befähigung ist vielleicht das Passendste. Eine vernünftige Internetverbindung zu haben. Eine, die dich nicht einschränkt, sagen wir es mal so, ja, weil es ja sehr davon abhängig ist, was du tust. Deswegen muss es gar nicht unbedingt immer eine Gigabit-Leitung sein. Ist die Grundlage für eine Teilnahme an der Gesellschaft. Sei es im Bereich Bildung, sei es im Bereich Job, sei es im Bereich Kunst, ja, wenn du Content Creator werden willst und streamen möchtest, als Beispiel, alles Mögliche, ja. Oder wenn wir uns überlegen, wie sehr zum Beispiel die Filmindustrie demokratisiert wurde, indem viel mehr Menschen die Möglichkeit hatten, was zu machen, sowas. Das ist eine kulturelle Bereicherung in dem Sinn auch. Ja. Also wir betrachten ja in dem Sinne Internetzugang schon als Grundrecht. Und damit meine ich nicht die 512 K, ja. Ja, also um nur ganz kurz aufzuklären, asymmetrische Leitung für meine Zuhörer, Zuschauer. Symmetrische Leitung bezeichnet quasi, wenn Upload und Download gleich groß sind. Das heißt, ihr habt dann 1 Gigabit Download-Speed und auch 1 Gigabit Upload-Speed. Und das ist halt oftmals der limitierende Faktor. Bei meiner 400 Mbit-Leitung ist normalerweise 20 Mbit Upload dabei, 400 Mbit Download dabei. Das heißt, wenn ich was hochlade, dann habe ich halt maximal 20 Mbit, habe ich aber upgegradet, habe jetzt 40 Mbit. Das ist das Maximale, was hier möglich ist, weil ich sehr, sehr viel Inhalte ins Internet pusht. Das Interview mit dir wird jetzt wahrscheinlich auch so ein paar 5 Gigabyte oder sowas groß sein. Und das dauert dann dementsprechend lange. Und deswegen ist es für Content Creator auch so wichtig, einen guten Upload zu haben, mehr als es ein guter Download ist. Sorry, wollte ich nur kurz ergänzen. Und eben auch erst recht, wenn man kollaborativ arbeitet. Ja, absolut. Weil du kannst dann zum Beispiel nicht an der gemeinsamen Datenbank arbeiten, weil du nicht gleichzeitig hin und her schieben kannst. Also du wirst immer das entspannen und zu dir ziehen, damit du auf einer vernünftigen Geschwindigkeit arbeiten kannst beispielsweise. Ja. Das heißt, es wird plötzlich viel mehr kollaboratives Arbeiten möglich, viel mehr Diversität, die in alle Ergebnisse damit einfließt zum Beispiel und damit auch mehr Kreativität und die Wahrscheinlichkeit, bessere Ergebnisse und Lösungen zu finden. Ja, auch gerade mein Schnittprogramm, um das als Beispiel zu bringen, das bietet an, dass man quasi den ganzen Speicher in die Cloud schiebt und dort dann miteinander kollaboriert. Das wäre dann eigentlich nicht mehr nötig. Dann könnte ich quasi jemand anders einfach das zur Verfügung stellen, der könnte sich das direkt von meinem Rechner holen und dann bei sich schneiden. Teilweise ist ja die Anbindung dann, wenn Gigabit oder gar 10 Gigabit wirklich liegen sollte, ist ja besser als an die eigene Festplatte vielleicht sogar. Also da gibt es ja schon Vorteile. Bei Musik gibt es das ja schon, weil es eben weniger Daten ist, ne? Aber stell dir mal vor, das würde auch für Filmbeiträge beispielsweise gehen. Ne? Wahnsinnig toll, ja, auf jeden Fall. Und bisher, also es gibt das gibt es schon, aber ist halt beschränkt auf sehr wenige Leute. Also ich will jetzt damit nicht sagen, dass das nicht schon gäbe, ne? Aber das ist, sag mal, die Demokratisierung und Reichweite ist viel geringer dadurch. Ja, absolut. Also gerade auch im Blockchain-Bereich, wo ich ja auch selber ein bisschen tätig bin, da hast du ja auch immer, du lädst dir die komplette Blockchain runter und dann stellst du sie aber anderen auch wieder zur Verfügung. Und da gibt es auch solche interessanten Konzepte, dass du zum Beispiel deine Rechenleistung anderen Leuten zur Verfügung stellst. Oder auch eben einfach nur diese Chain, dass du quasi Daten wirklich demokratisierst und verteilst. Da wären wir schon direkt bei der nächsten Frage. Was für Bereich oder habt ihr irgendwelche Förderungen oder Ideen, was ihr im Bereich Blockchain oder Data Science machen wollt? Ja, wir haben im aktuellen Programm ist auch aufgenommen, dass wir viel mehr so Knowledge Hubs bilden, weil wir setzen uns dafür an, dass wir so Kompetenzzentren haben, dass wir irgendwo eine leichte Zugänglichkeit ermöglichen, indem wir so einfach, wie beschreibe ich es am besten? Ja, ein Knowledge Hub ist eigentlich, man kennt es so von Fintech-Hubs in verschiedenen Bundesländern, also oder in größeren Städten auch, als Unterstützung für Startups und das Gleiche halt eben auch im Bereich künstliche Intelligenz und Blockchain, wo man eben dann Wissen austauscht, Ideen und sich gegenseitig unterstützt. Jetzt habe ich künstliche Intelligenz und Blockchain als die Mega-Buzzwords in einem Satz sogar gepackt, aber tatsächlich geht es eben darum, Wissen zu bündeln, weil damit Menschen eben eine Anlaufstelle haben, um sich auszutauschen. Ja, ich meine, die Bitcoin-Community funktioniert ja auch eigentlich so ganz gut. Demnächst ist oder so
Leipziger Ecke, keine Ahnung. Ist ja auch immer wieder Konferenzen, wo man sich dann da trifft und zum Austausch und so. Stimmt, ja. Aber einfach so, ja, sich in Person zu treffen oder halt eben auch für unbedarfte Dritte oder eben, wenn es dann darum geht, Dinge in ein Geschäftsmodell zu überführen und zu unterstützen, sowas nachher. Wir sind ja in Deutschland sehr gut in der Forschung. Ja, auch gerade im KI-Bereich würde ich sagen, sind wir ja halt auch, also wenn ich ins Saarland denke oder so, wir sind halt gut, ja, nur diese Umwandlung und das in Unternehmen zu bringen, da sind uns halt andere Länder voraus, das zu kommerzialisieren, im Grunde genommen. Da machen halt Google und so weiter die Forschung selbst. Sozusagen. Genau, und das ist halt für viele Forscher dann eben ein Anreiz, sich eben aus der Wissenschaft wegzubewegen und dann dahin zu gehen, anstatt dass man jetzt eben mehr uninah macht zum Beispiel. Ja. Also ich denke jetzt da vor allen Dingen also was ich im Hinterkopf habe bei der Aussage ist, dass wir müssen schauen, dass wir einfach die Talente auch irgendwie halten und weiterentwickeln und wir dann nicht zu viel verlieren. Klar, wenn Talente eben abwandern ins Ausland, ist gut, weil es bereichernd ist, aber irgendwo so dieses Feedback und sollte nach wie vor da sein. Also, dass die zurückkommen beispielsweise, dass man eben motiviert, dass sie vieles eben auch hier machen könnten, was sie im Ausland forschen würden. Ja. Also wir haben vor allem diese Knowledge Hubs und natürlich auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung, logisch. Ich glaube, was haben wir gesagt, so 2-3 Millionen eben dedicated zur Verfügung zu stellen. Das ist immer schwierig zu sagen, ob es eine kleine oder große Summe ist, ne? Weil es ist die Summe oder so generell, was ist viel, was ist wenig, so dieses Verhältnis fehlt irgendwie dann meistens auch. Ja, genau, weil wir haben es bei der E-Sports beispielsweise bei E-Sport ja auch ähnlich, dass wir sagen, wir machen einen Pot auf, wo wir Studios mit unterstützen und Projekte fördern wollen. Die Frage ist halt immer, wie funktioniert die Vergabe der Mittel? Ne? Ab wann gibt man wie viel? Ist es eine alleinige Vergabe? Sind dann andere noch dabei? Zu welchen Kriterien und sowas? So gesehen kann man eigentlich aus den 2-3 Milliarden auch schon wirklich viel draus machen. Man muss halt eben schauen, wie es abgerufen werden kann und welche Bedingungen das sind. Aber es ist ganz wichtig, das eben zu unterstützen. Weil auch ganz mal so vom Big Picture her, was haben wir in Deutschland, womit können wir klotzen? Wie können wir ein vorwärtsgewandtes Deutschland sein? Wir haben hier keine Ressourcen, die wir abbauen können, ja. Und klar, wir haben auch Agrarfläche, aber wir sind eigentlich, der Anteil an Manufacturing, an Produktion nimmt ja immer weiter ab auch. Wir fördern nicht mehr so viel Kohle, was ja auch gut ist. Aber wir bringen immer mehr in Dienstleistungen und Wissensgesellschaft. Und da können wir halt echt mit einen Pfund draus machen. Ne? Wenn wir irgendwo hier die härtesten Datenschutzregeln haben und andere Länder nachziehen, dann wird das halt auch ein Produkt auf Deutsch gesagt, ne? wo wir sagen, wir stellen die Lösungen zur Verfügung. Wir haben ja auch viele große deutsche Unternehmen, die irgendwie entsprechend Reichweite haben, die gar nicht so bekannt sind, Nextcloud oder sowas. Viele haben das halt nicht im Kopf, dass irgendwie auch gute Produkte aus Deutschland kommen. So, ne? Ja. Da müsste man eigentlich nur sagen, ey, seht her, das ist eigentlich auch ein geiles Produkt. Nutzt das doch mal. Ja, ne? Ja, total. Und jetzt ist mir gerade doch so spontan, wo wir über KI geredet haben, also was eingefallen, ein Projekt von einem gewissen Verkehrsminister, und zwar automatisierte Drohnen, beziehungsweise also gerade ich glaube, er nennt es Lufttaxis, ist das richtig? Ich glaube schon. Was haltet ihr von sowas oder auch autonomem Fahren? Ich denke, dass wir tatsächlich, also wir brauchen ja eine Verkehrswende und ich glaube, dass wir tatsächlich mehr wie sage ich es am besten? Ich persönlich halte von autonomem Fahren sehr viel. Ich halte das für sehr, sehr zukunftsträchtig und ich denke, dass es einen großen Wandel in unserem Umgang mit Mobilität nach sich ziehen wird. Nicht nur Mobilität, sondern halt eben auch tatsächlich sich frei bewegen zu können, ist auch wieder falsch gesagt. Ich würde es jetzt tatsächlich mal von der Argumentation über den Verkehr her aufrollen wollen. Wenn ich jetzt irgendwo schaue, die Innenstädte, die kann ich sehr gut mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichen. Da muss ich nicht unbedingt mit dem Auto rein. Da ist es sicherlich wichtiger, eine Infrastruktur zu entwickeln, wie durch einen fahrscheinfreien Personennahverkehr. Ja, springst drauf. Oder eben sowas zu entwickeln, dass ich ein einheitliches Abrechnungssystem habe, vom Roller direkt in die Bahn, anstatt dann immer irgendwie verschiedene Anbieter auswählen zu müssen, um nur allein damit abzurechnen. Ja? Also hier quasi Mobilität voll durchdenken. Ja? Von der Bahn in den Bus und dann auf den Roller. Ja? Und dann muss ich nicht irgendwie 3 verschiedene Tickets kaufen, sondern das wird mir von A nach B oder von A bis
Z abgerechnet. Ja. So. Das sind so die kleinen Sachen, die aber große Hindernisse sind oder genauso, wenn ich dann an der E-Tankstelle mein Auto befülle. Dann, wenn es eben weiter rausgeht, die Fläche anzubinden, da kann ich natürlich jetzt sagen, das ist wichtig und deswegen lege ich da Schienen hin, aber ich denke, dass mittelfristig tatsächlich der Weg hingeht, da autonome Taxis oder Busse fahren zu lassen. Das ist ein leichter und günstiger Weg, die anzubinden und eben den Menschen die zu ermöglichen, Mobilität zu ermöglichen. Mobilität ist super, super wichtig, weil es halt eben auch bereichernd ist. Und was ich vorher sagte, dass wir eben sagen, wir machen Coworking Spaces im Speckgürtel oder ein bisschen außerhalb der Stadt, um die Städte zu entlasten, das ist halt auch was, wenn man eben nicht von zu Hause arbeiten kann und will, sondern sich dahin zu schwingen. Also in der Summe wird es ganz interessant. Ich glaube, dass tatsächlich Günter Dück hat es bei einem Vortrag vom ZVEI vor 10 Jahren oder sowas schon gesagt, den schaue ich immer wieder gerne, wo er eben beschreibt, wie sich dann der Verkehr ändert. Dass Autos nur irgendwie in 3-5% der Zeit genutzt werden und jeder BWLer würde das wegrationalisieren. Das ist massiv unrentabel so, ja. Und die Auslastung würde sich halt eben dadurch erhöhen, indem die Menschen ihre Autos zur Verfügung stellen oder du halt eben dann, du könntest auf 30%, sagen wir mal, hochpushen, indem die Leute autonom als Ruftaxis fahren. Und da gibst du jedem meinetwegen 40.000 Kilometer für Oma an die Hand, ruft sich dann da das Auto hin und lässt sich von A nach B bringen. Und damit hast du das Ganze entspannt. Hast weniger Autos auf der Straße, hast einen geordneteren Verkehr. Aus einer freiheitlichen Perspektive, und ich betrachte mich da ja auch als eher liberal, hast du dann natürlich die Frage, wie regelst du den Verkehr, wie kommen die Autos mit anderem Verkehr klar? Und unter Umständen ist dann irgendwann der beste Weg zu sagen, man verlässt sich nur noch auf autonomes Fahren, weil es eben der flüssigste und schnellste Verkehr ist. Der freiheitsliebende Mensch würde aber sagen, aber Mist, ich möchte aber mit meinem Auto hier auch durch die Gegend düsen, weil mir einfach Fahren Spaß macht. So. Und ich denke, dass man da aber auch ausgleichende Wege finden kann, wie du bist halt dann mit so einem Auto schnell am Nürburgring oder Hockenheimring, das dann jetzt bei dir vielleicht näher ist, und lass da doch irgendwie einen schwunggeiler Karren stehen, die du dann eben ausfahren kannst auf einer Strecke, die dafür geeignet hast, und dann hast du die Ersthelfer auch gleich parat, wenn du es ein bisschen übertrieben hast und es dich aus der Kurve gesehen. So, und damit, dass man über den Weg halt diesen freiheitlichen Aspekt noch drin lässt, weil irgendwie Fahren zu verbieten wäre auch falsch, nur weil autonomes Fahren irgendwie das gesellschaftlich Beste ist oder so, ne? Ja. Ich denke, da wird sich einiges ändern und da müsste irgendwie tatsächlich anfangen, das zu denken. Ne? Ja, also gerade aus der Sicht von IT ist es ja auch meistens so, also nur mal Autos oder generell Fahrzeuge sind halt deutlich sicherer, haben aber dafür Fehler, die vielleicht bei Menschen nicht vorkommen. Und ich weiß nicht, ich mag den Gedanken eigentlich ganz gerne. Also ich bin tatsächlich mal ein selbstfahrendes Auto gefahren, ohne jetzt hier die Marke zu nennen. Und das war einfach ein sehr interessantes Gefühl, weil man dem Auto erstmal die Kontrolle gibt. Wenn jetzt da vorne irgendwer bremst, dann bremst mein Auto für mich. Aber wenn mein Auto jetzt irgendwas nicht erkennt, weil es zum Beispiel ein weißer LKW oder sowas ist, da gab es immer Probleme, dass ich dann immer noch selber die Möglichkeit habe zu sagen, ich stehe jetzt voll auf die Bremse. Und da eben dieses Zweiergespann aus KI und aus Mensch zu schaffen, das ist eigentlich meist nicht zu übertreffen an Fahrsicherheit dann auch. Ja, ist eben eine Frage der Benchmarks, ne? Wenn du eben, du hast es ja eben so anklingen lassen, wir wollen, dass Autos perfekt sind, ja. Und das wird nicht gehen. Aber es muss halt eben auch nicht, ne? Und ich glaube, wir sollten dann von der Überlegung einfach weggehen, versuchen, das perfekte Auto zu sehen. Interessanter sind dann die ethischen Konflikte mit wen fährt das Auto zuerst um? Ja, das stimmt. Aber auch da sage ich dann, ich lasse das Auto einfach unter jeder Bedingung nach rechts fahren. So, damit habe ich die Lösung vollkommen entkoppelt und muss nicht über den Wert von Leben entscheiden, was die vollkommen falsche Frage wäre. Ja, absolut. Da gibt es ja auch, also ich weiß nicht, ich mag den Ansatz ganz gerne, dass man einfach sagt, das Auto berechnet gar nicht, wen soll ich jetzt überfahren, sondern es berechnet quasi, wo sind die höchsten Überlebenschancen zum Beispiel. Also ich versuche immer zu maximieren. Das ist ja eigentlich mal so das, was man auch so bei KI oder sowas macht. Ich versuche alles zu maximieren, also Überlebenschance zu maximieren, Unfallwahrscheinlichkeit zu minimieren. Ja, da stellt sich dann die Frage, meist auch nicht mehr. Ja, aber du kannst ja den Fit schlecht berechnen, ne? Ja, teilweise wird es schwierig, aber wenn das Ding wirklich schnell ist und wirklich gut ist, wenn wirklich alle selbstfahrendes Auto fahren würden, dann hätte man das Problem natürlich gar nicht mehr. Dann könnte man relativ schnell sagen, so, und dann wissen wir alle, wo alle anderen sind, dann ist es einfacher. Ja. Und deswegen denke ich halt auch, dass für die Innenstadt, sag ich mal, die Straßenbahn dann immer noch das Beste ist, wo du Leute hast, die erratisch über den Weg laufen und du damit einfach dann die arme KI überfordern würdest. Ja, das stimmt schon. Also das ist dann deutlich komplexer.
Aber gerade wenn man auch so über wo sind die anderen und ich muss alle immer überwachen sozusagen, muss Kameras überall anbauen, muss man natürlich auch irgendwie immer so bedenken, wie stark kann man die Überwachung ausbauen, beziehungsweise wie stark kann man auch diese Algorithmen ausbauen und wie schafft man Vertrauen, dass diese Daten, die da gesammelt werden, nicht irgendwie missbraucht werden, also dass wir irgendwie vielleicht nicht sagen, man weiß, wo jeder Mensch momentan gerade ist, um halt Unfälle zu vermeiden und vielleicht im Hintergrund auch ein paar andere Sachen zu machen. Und da fällt mir auch immer wieder das Beispiel China ein, die ja Social Scoring System haben. Die streben ja wirklich eine 100%ige Überwachung an, also Kameraüberdeckung an allen öffentlichen Orten. Weiß nicht, also die Frage ist jetzt so, ich habe sie trotzdem allen gestellt, deswegen will ich sie dir jetzt auch stellen. Was haltet ihr von so einem Social Scoring System? Ja. Auch da kurz nochmal zu deiner Einleitung. Ich glaube, ich würde da schon unterscheiden. Zum einen habe ich den Fall, also wo du sagst, dass ich rechtzeitig weiß, wo alle Leute sind. Das eine ist der Fall, wo du die autonome Fahren KI trainieren willst und wo du dann tatsächlich deutlich mehr Informationen brauchst. Wenn das Auto nachher fährt, ist es ja eine Entscheidung in Millisekunden. Das heißt, du brauchst gar nicht so viel informationstechnischen Vorlauf, sondern da reicht dann ja die Beobachtung aus einem viel längeren Winkel zu China. Es ist das hat irgendwo tatsächlich auch mit meiner Geschichte dann zu tun, warum ich zur Piratenpartei gekommen bin. Ne? Das ist irgendwie natürlich das absolute Szenario von Unfreiheit, was man sich so vorstellen kann, dass Leute dann nur reisen können, wenn sie sich nicht irgendwo in den letzten Jahren, also solange sie sich in den letzten Jahren konform verhalten haben. Ne? Irgendwas aus diesem breiten Katalog rauszugreifen, was es da alles gibt an Maßnahmen und Sanktionen. Ich denke, es sollte eigentlich unter normalen Bedingungen hervorragend funktionieren, um eine Dystopie zu malen, in die man sich auf keinen Fall hinbewegen soll. Gleichzeitig muss ich aber sagen, und auch genauso diese Annahme, dass keiner das will, ne? Wenn ich dann aber tatsächlich entgegenhalte, welche Schritte wir in Deutschland in den letzten Jahren gemacht haben und ob wir uns von so einem Modell eher entfernen oder eher annähern, komme ich halt zum Ergebnis oder muss man zum Ergebnis kommen, dass man eigentlich in nahezu jeder Entscheidung, die getroffen wurde, sich näher an dieses Social Scoring Modell von China heranbewegt hat, als davon wegzubewegen. Und das ist mir unverständlich, mit welcher Leichtfertigkeit und Fahrlässigkeit das denn da passiert. Wir machen mehr zum Thema Überwachung. Wir machen eine allgemeine Überwachung. Wir machen mehr Gesichtserkennung. Wir leiten dann daraus was ab. Wir gehen hin zu, also gerade diese Gesichtserkennung ist natürlich ein Drama, also nicht nur, dass wir erkennen, was für Personen sind, sondern halt eben auch Befindlichkeiten anfangen, daraus abzuleiten. Wenn wir dann nachher die Reaktionen der Menschen anfangen zu bewerten, um das mit eingehen lassen und ob sich jemand über eine Maßnahme eher freut oder nicht. Es ist sehr betrüblich und also damit, um das vereinfacht zu beantworten, dieses Social Scoring Modell aus China ist der absolute Horror und darf es in Deutschland niemals geben. Und gleichermaßen muss man aber auch tatsächlich dann meiner Meinung nach dieser Aussage Konsequenzen folgen lassen, wenn es um die Gesetzgebung in Deutschland geht. Dann muss ich halt sagen, ja, es mag mir in dem Moment helfen, auf ein Verbrechen aufzuklären, was ich mit anderen Maßnahmen vielleicht mühseliger aufgeklärt hätte. Aber dann muss man auch sagen, die sozialen Kosten sind vielleicht unberechenbar hoch, weil ich mich halt eben damit näher an ein Modell bewege, das unendlich schlecht ist. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt. Aber, nein, absolut nicht. Also ich verstehe genau, was du meinst, dass man da auch sagt, es muss einfach auch Bereiche geben, wo man niemandem reinreden kann in dem Sinne und wo man nicht irgendwie Angst haben muss, dass das Handy mal wieder mitgehört hat. Ja. Was ich tatsächlich mittlerweile als fast gegeben annehme. Ja. Nehmen wir das Beispiel Chatkontrolle. Wir haben jetzt auf der EU irgendwie verabschiedet, dass dann die Diensteanbieter freiwillig die Chats mitlesen können und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung quasi aushebeln können. Ja. Und das nächste Bestreben ist halt eben, diese Chatkontrolle verpflichtend zu machen. Das zeichnet sich ja schon ab. Das wird irgendwie wahrscheinlich im Herbst des Jahres dann da irgendwie losgetreten werden. Und dann kann ich sagen, ja, damit kann ich jetzt meinetwegen hoffentlich, oder das ist ja so die Ausgangsthese, die Kipo-Aufklärung verbessern, wo ich jetzt aktuell die Probleme, also es ist ja nicht so, dass heutzutage keine Verbrecher geschnappt werden, ja, dass man vollständig auf Überwachung angewiesen, also auf Online-Überwachung angewiesen ist. Ja.
man findet ja häufig eben, wenn man Münze und ähnliche aushebt, weil die einfache Fehler in der Verschlüsselung machen oder genauso im Terrorismus, weil die Leute eine SMS schicken und das ist somit das Unverschlüsselste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Aber wenn ich dann sage, ich gehe hin und mache jetzt das verpflichtend, dass die Diensteanbieter Chats entschlüsseln, dann bin ich schon tatsächlich wieder einen Schritt näher rangegangen an ein Social Scoring Modell, von dem ich mir ja nie vorstellen könnte, dass es das in Deutschland gibt. Aber ich habe die Voraussetzung geschaffen, weil ich eben tatsächlich allen Internet-Messaging-Verkehr lesen könnte, wenn ich es will. So. Wir legen dann diese Infrastruktur, genauso mit Upload-Filtern. Wenn ich irgendwo jetzt schon sage, ja, das hilft natürlich massiv bei der Verfolgung von Urheberrechtsverstößen, lass mal gleich alles filtern, was ins Netz hochgeht. Ja. Klar, es ist verfolgt wer will das nicht, dass Urheber gerecht entlohnt werden? Da sind wir die Ersten und haben dann irgendwie auch verschiedene Modelle, die wir ja vorschlagen und nicht über Verwertungsgesellschaften gehen zu müssen. Aber das Argument dann halt eben zu verwenden, um eine Infrastruktur aufzubauen, sei es auch nur als Nebeneffekt, das ist halt überaus kritisch zu sehen. Ja. Und da muss man dann natürlich auch sagen, Verbrecher können auch einfach das ganze Modell umgehen. Also denen ist ja trotzdem sind nicht die Hände gebunden. Es gibt ja trotzdem noch Möglichkeiten, darüber trotzdem verschlüsselt zu kommunizieren. Also ich meine jetzt gerade so Sachen wie Open Source Messenger, die vielleicht dezentral installiert wurden. Also was wie Element oder eben Matrix. Ja, genau. Da hast du eine Verschlüsselung drin und das können die Verbrecher benutzen und können dann trotzdem wieder geschützt mit allen kommunizieren. Und da vielleicht auch gerade angrenzend dazu, wie steht ihr dann zu Sachen, die Überwachung eben verhindern, also sowas wie VPN und Tor-Netzwerk, die ja auch von Verbrechern genutzt werden. Wie steht ihr da dazu? Wir albern immer rum, dass wir uns auf den Weg bewegen, wo es Verschlüsselung und Datenschutz nur noch für Verbrecher gibt, weil die sich einfach vom Staat weg die Infrastruktur aufbauen, während der normale, unbedarfte Bürger die Ressourcen nicht hat und dann darunter leidet. Ja, was so VPN und Tor angeht, das finden wir natürlich gut, weil wir glauben, dass auch anonymes Kommunizieren im Internet notwendig ist. Wir wissen natürlich um all die Probleme von Hassrede und sowas und was es mit sich bringt und wollen die Probleme auch lösen und überlegen dann Wege dazu, um damit umzugehen und die Situation für die Betroffenen zu verbessern. Aber es kann keinen Weg um anonyme Kommunikation, also es muss anonyme Kommunikation geben, um sowas wie Whistleblower zu ermöglichen, beispielsweise. Ja. Und wir betreiben ja auch selber einen Tor-Node in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Das ist natürlich auch ein Argument, dass man da sagt, ey, seht ihr, so wird's gemacht. Ich weiß nicht, wie viele andere Parteien das noch machen. Aber ich glaube, ich habe noch von keiner anderen Partei gehört, die einen Tor-Exit-Node betreibt. Aber ich würde, glaube ich, auch selber keinen betreiben wollen, wegen den ganzen rechtlichen Folgen, die dann auf einen zukommen. Genau, also das ist für uns auch immer schwierig. Da hat man ja auf regelmäßiger Basis Hausdurchsuchungen. Wir überlegen das auch immer, wie wir das am besten organisational aufhängen, wie nah an der Partei und nicht so. Ne? Und so Serverdurchsuchungen hatten wir in der Vergangenheit ja auch mal. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was das war. Wir hatten ja auch in Europa die größte Etherpad-Instanz betrieben. Und okay. Das ist, ich glaube, das war der Anlass damals. Es kam von den Franzosen, weil irgendwas untersucht wurde, was in einem von den Pads stand, was auf unserer, und frag mich nicht. Das ist, aber andererseits denke ich immer, dass wir fühlen uns dann in so einem Fall natürlich sehr, also verhältnismäßig sicher. Weil, also wir glauben, wir wissen, was wir tun, zum Beispiel. Ja, so, ne? Ja. Und jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du CryptPads kennst, wir sind dann da umgestiegen und machen jetzt halt eben, arbeiten mehr mit CryptPads und sind dann jetzt halt da zur Zeit wohl mit die größten. Also, aber es ist halt ein Spiel rausgebracht. Ja, das auch. Ne? Also ich denke immer, wir wollen halt die Infrastruktur fördern, die Menschen nutzen können, um tatsächlich anonym zu arbeiten, um kollaborativ zu arbeiten und sowas. Und daher betreiben wir sowas öffentlich und einfach nicht nur für Parteimitglieder. Ich denke, das ist dann so der gute Ton. Das ist dann auch so. Ja, genau, wir haben ein Spiel rausgebracht. Ne? Das ist das ist und zwar auch zum Thema Überwachung. Ne? Und, biometrische Überwachung. Kommt in den nächsten IT-Trends. Also für meine Zuschauer, ihr werdet das Video danach sehen. Da kam das schon lange raus. Aber ja, hat Spaß gemacht. Ich habe es durchgespielt tatsächlich. Ja, ich habe auf ein kleines Spiel, 20% gekriegt. Irgendwie sowas. Also es macht Laune, das ist ja irgendwie was erfrischend anderes und sowas, finde ich ganz gut. Das kommt in dem Fall, jetzt kommt es aus Brüssel raus. Ich glaube, das gibt es auch nur in der englischen Version, deswegen. Ja. Und, aber war trotzdem lustig. Das ist sehr witzig, ja. Coole Idee auf jeden Fall, um mal auch an andere Bevölkerungsschichten sozusagen heranzukommen, wie zum Beispiel eben Jugendliche, die vielleicht noch nicht wählen dürfen, die sich dann vielleicht noch nicht mit dem Thema so auseinandersetzen, weil sie denken, sie haben irgendwie keinen Einfluss. Aber da gerade auch, wir hatten es ja vorhin schon von Upload-Filtern, so Artikel 17
ist ja jetzt dann ab in ein paar Tagen, 10 Tage ungefähr, 11 Tage, trifft uns das ja und da dann die Proteste zu ignorieren. Ich weiß nicht, ihr habt ja da auch mit, also zumindest ich war in Karlsruhe auf der Demo, ihr habt da ja auch mit demonstriert sogar, dass die dann ignoriert werden, das fand ich sehr beängstigend, muss ich sagen. Also hat jetzt nichts mit dem Interview zu tun, aber trotzdem. Ja, das ist, ne, du kannst dann Millionen mobilisieren und Lobbyismus ist halt, der Lobbyismus ist halt dann sehr stark gewesen, ne? Und wenn du irgendwo, also das Ganze trifft halt es ist ein sehr, wie soll ich sagen, diese Dimension und Reichweite haben vielleicht auch wir ursprünglich ein bisschen unterschätzt, weil in dem Moment legt man sich ja nicht mit den Urhebern an. Die Urheber haben da selten was dagegen und die Konsumenten ja auch nicht, sondern es sind eben die Verwertungsgesellschaften. Und deswegen hat man uns da ja auch dann die Nähe zu Google vorgeworfen. Die Verwertungsgesellschaften stehen halt immer dazwischen. Und wir haben dann halt eben auch gemerkt, dass diese Verwertungsgesellschaften und Verlage natürlich sehr sehr weiten Arm haben. Und wir haben uns da halt im Grunde genommen auch mit vielen Zeitungen und Medien angelegt. So. Und als Partei lebt man natürlich davon, dass man öffentlich existiert, ja, dass du irgendwo sichtbar bist. Und natürlich haben wir auch in unserer eigenen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit vieles falsch oder nachlässig gemacht. Also das ist nochmal ein eigenes Thema. Ne? Aber ich glaube auch, dass tatsächlich dazu beigetragen hat, dass wir uns also die FAZ zum Beispiel war ja einer der großen Gegenredner immer dagegen. Und oder auch Springer. In der Vergangenheit gab es dann ja auch so. Dann hat natürlich FAZ nicht unbedingt Bock, viel über die Berichte zu schreiben oder in einer bestimmten Art und Weise, wenn dann eine eigene Befangenheit möglich wäre. Das ist jetzt irgendwo spekulativ, man wird es so nicht sagen können, aber es ist auch überaus verständlich, wenn das so ist. Ja. Ist ja auch ein Unternehmen. Und wenn man sich dann eben mit solchen Playern anlegt, hat man halt auch Konsequenzen davon zu tragen. Und die liegen halt eben dann auch schnell in einer geringeren Sichtbarkeit, was halt immer schlecht ist für eine Partei. Ne? Ja, und genauso aber auch dann die involvierten Politiker, Katharina Barley zum Beispiel, die muss dann auch für sich entscheiden, wenn es irgendwo in eine Wahl geht, in die Europawahl oder dann eben später auch eine Bundestagswahl für die SPD, wie sehr will sie sich jetzt halt eben mit den Medien anlegen, weil sie davon abhängig ist, wenn sie ihren Botschaften Reichweite verleiten will. Und wenn es dann halt eben mal so den leichten Hinweis gibt, wie, klar kannst du das machen. Du bist ja frei in deiner Entscheidung. Ne? Ja, und mit jeder Entscheidung kommen Konsequenzen. So, die Medien sollen als vierte Säule die anderen 3 Säulen kontrollieren. Ne? Aber auch ich glaube, dass da kommen sehr schwierige Gewissenskonflikte, ja, denen sich Politiker vielleicht dann nicht immer so entziehen. Ne? Ja. Also ich meine, mir oder generell auf YouTube wird uns ja auch immer Meinungsmache vorgeworfen, obwohl wir eigentlich in dem Sinne unabhängiger sind teilweise, würde ich sagen, als viele größere Zeitschriften, weil wir einfach nur eine Person oder maximal so ein paar Personen sind. Ja. Das ist ja auch nicht schlimm, Meinungsmache, finde ich. Wenn man seine eigene Meinung dann vertritt und richtig, klar, natürlich. Ja. Also ich meine, ich vertrete auch meine Meinung. Ich finde zum Beispiel auch Digitalpolitik wichtig und das merkt man wahrscheinlich auch. Ja, aber und ich denke, das Ganze lebt davon, halt unterschiedliche Meinungen zu haben, aber und sich dann selber auch fortbilden zu können. Ja, und die Aufgabe als Zuschauer ist halt dann sich idealerweise, wenn man sagt, eine Wahrheit gibt es immer nur aus mehreren Blickwinkeln und dann kann man das so extrapolieren, was wirklich ist so, dann halt eben für sich die Zeit und Mühe aufzunehmen, mehrere dann Meinungen zu erfassen, oder eben auch oder Sachbeiträge, weil man auch da ja irgendwo die Quellenarbeit machen muss. Aber in dem Moment, wo du halt die Abhängigkeit zwischen Journalisten und zwischen Politikern und Journalisten oder Medienhäusern ist halt eine schwierige, in dem gesamten Verhältnis zwischen Exekutive, Legislative, Judikative und halt eben Presse. So, Medien. Ne? Ja, klar. Aber gerade auch, wo wir von okay, vielleicht nicht ganz so das Thema, nicht die perfekte Überleitung, wie ich es vorgestellt habe. Aber wenn wir gerade so davon sprechen, wie zum Beispiel einzelne Sachen auch zensiert werden könnten. Also nehmen wir mal an, irgendwer zum Beispiel bei Internetprovidern hätte jetzt was gegen meine Website. Ich weiß nicht, die QI sagt dir wahrscheinlich was. Ja. Die CUI, genau, die hat ja einige Webseiten einfach abgeschalten, weil sie halt urheberrechtlich schwieriges oder nicht legales Material bereitstellen, was man in dem Sinne auch verstehen kann. Die haben sich zusammengeschlossen, also quasi alle größeren Internetbetreiber,
mit eben den Medienhäusern, kann man sagen, die eben die Rechte von diesen Sachen auch innehalten und haben dann eben die DNS-Sperren einfach durchgeführt. Also quasi einfach gesagt, wir blockieren das jetzt bei uns. Und ich weiß nicht, da ist natürlich erstmal nur das Interesse von den Rechteinhabern am Start. Aber was wäre, wenn die jetzt da weitergehen würden? Also würdet ihr sagen, die GUI ist in dem Moment, wie sie jetzt existiert, wo sie einfach nur illegale Webseiten sozusagen sperrt, ist okay? Oder würdet ihr schon da sagen, halt stopp? Nein, ich würde da auf jeden Fall halt stopp sagen, weil für mich ist die Sache eigentlich relativ einfach. Also es ist ja, also erstmal als so, um die Annahmen in der Diskussion zu klären. Wir betrachten die GUI als eine mächtige Organisation in dem Fall. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie niemand ist, sondern sie kann tatsächlich nachhaltig Reichweite und Publikation verhindern. So. Und deswegen ist es jetzt anders, als wenn ich jetzt auf meinen Blog entscheide, deinen Kommentar nicht zu veröffentlichen. So, ne? Also so, der qualitative Unterschied existiert ja schon mal. Und in dem Moment, wo ich sowas habe, muss ich jetzt unterscheiden zwischen, ja, ist irgendwie so eine Art Hausrechtsgeschichte oder halt eben, naja, wir sind hier von etwas von medialem Belang und da gehe ich jetzt eben auch von zweiterem aus. Und in dem Fall die Entscheidung, ob etwas online ist oder nicht, regelt das Strafrecht, würde ich dann sagen. Ja? Die Argumentation, das runterzunehmen, ist ja, weil es eben strafrechtlich relevant wäre oder sowas. Und diese Einschätzung das muss ein Richter vornehmen. Es ist nicht an Unternehmen zu urteilen, ob etwas strafbar ist oder nicht. Ja, das machen Gerichte in diesem Land. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, strafbar, weg damit. So, ich kann dann, also mit dieser Nachhaltigkeit, ja, ich kann meinetwegen sagen, ich halte das mal 24 Stunden zurück bis zur Klärung vielleicht oder sowas. Das wäre irgendwie, also, aber über den Fall reden wir ja gar nicht. Das wäre eine andere Betrachtung in dem Fall. Aber in dem Moment, wo ich hingehe und sage dann, wusch, da maßen die sich halt an eben ein juristisches Urteil und ich denke, das geht nicht. Ja. Also, dass man quasi an die Wirtschaft die Legislative die Judikative weggegeben hat. Genau, die Grenze, sei es eben das, genauso bei Hassrede ist immer das Strafrecht. Ist etwas strafbar oder nicht, und das Urteil das treffen nicht Privatpersonen, sondern da ist die Grenze. Wenn es nicht strafbar ist, dann bleibt es, und wenn es strafbar ist, dann kommt es weg. So. Gerade wo wir es von Hassrede auch haben, da ist es ja jetzt aktuell so, dass die Betreiber von großen Social-Media-Plattformen auch das Ganze automatisiert an die Ermittlungsbehörde schicken und dann dort beurteilt wird, ob das jetzt strafrechtlich relevant ist oder nicht. Genau, da wird jetzt mal gedost. Ja. Genau. Also du kriegst quasi deinen Kommentar oder dein Video oder was auch immer du hochladen möchtest, kriegst halt einfach nicht raus, weil es halt direkt gemeldet wird. Aber das Problem ist natürlich auch, also würdest du das als Zensur bezeichnen erstmal? Dass dann quasi die Sachen nicht direkt veröffentlicht werden? Also die meisten betrachten unter Zensur, bei der Frage, ist etwas Zensur, gibt es dann halt irgendwie immer zwei Arten von Antworten und Reaktionen auf sowas. Die einen, die sagen so, nein, ist ja nicht Zensur, weil es nicht vom Staat ist und so. Ja? Also man kann jetzt sagen, es ist nicht staatliche Zensur, weil es halt eben um privatrechtliche Organisationen gibt, die hier eben entscheiden über Veröffentlichen oder nicht. Okay, wenn man sagt, Zensur ist nur etwas, was vom Staat kommt, dann müsste man sagen, ist es nicht, aber ich betrachte Zensur eben als weitreichender. Einfach von der Begrifflichkeit, weil jeder weiß, wovon man spricht. So. Und tatsächlich ist es natürlich eine Art von Zensur, eine Meinung zurückzuhalten. Ja. Wäre das jetzt Zensur, wenn ich halt eben jetzt deinen Kommentar auf meinem Blog nicht freischalten würde? Ja, auch das wäre irgendwo, müsste man folglich als Zensur beschreiben. Aber dann würde ich irgendwo sagen, das ist eine andere Tragweite, als wenn ich irgendwo dafür sorge, dass. Es ist natürlich aber auch so, dass du genügend andere Möglichkeiten hast, deine Meinung irgendwo zu verbreiten. Also es ist nicht so, dass du jetzt vollständig irgendwo stumm geschaltet bist, was ja dann häufig daraus abgeleitet wird. Ein anderes wir führen die Argumentation jetzt in Deutschland und deswegen ist es hier auf jeden Fall so, dass ich sagen kann, dann lad es halt auf ein PeerTube hoch, was du selber aufbaust und damit kannst du dich irgendwie ins Netz ergießen mit deiner Meinung oder so, ja. In anderen Ländern, wenn ich jetzt nach Ungarn schaue, ja, wo du irgendwo keine vernünftige Medienlandschaft mehr im Land hast und dann die Oppositionspolitiker ihre politische Arbeit vor allen Dingen über Facebook machen. In dem Fall wäre jetzt ein Unterbinden der Veröffentlichung von deren Beiträgen tatsächlich etwas, was sie auch in ihrem Land stumm schalten würde. Ja, da müsste das Urteil natürlich ganz anders ausfallen. Also das ist immer kontextbezogen
im gewissen Sinn, Ja. aber die Grundsätze gelten auf jeden Fall, wenn ich eben nachhaltig dafür verhindere, dass Menschen ihre Meinung äußern können. Und je mehr Unternehmen sich dann zusammentun, um zu entscheiden, der wird aber jetzt gebannt und geblockt, wie das jetzt zum Beispiel bei Trump ist. Ja, da muss man dann sagen, ja, das ist halt eine Art von Zensur. Mhm. Ja. Und wo wir auch gerade von großen Internetkonzernen sozusagen reden, also Internetprovidern in dem Fall, die eigentlich so die Infrastruktur bereitstellen. Wenn wir da sagen, wenn es mehr Betreiber gäbe, dann wäre es viel, viel schwieriger, auch für zum Beispiel die QI, einzelne Webseiten zu sperren, weil ich kann ja einfach den Betreiber wechseln, wenn es mir nicht passt. Ja. Ich könnte sozusagen den Pirate Provider wählen, Ja, der mich dann durchlässt. Oder unsere eigenen Also DNS-Dienste anbieten. Ja, genau. Würdet ihr den Markt öffnen, also die Infrastruktur freigeben und sagen, das Land verlegt jetzt zum Beispiel die Kabel an sich oder der Staat verlegt die Kabel, der Staat verlegt das Internet, der Staat stellt die Masten auf und die Provider können sich eigentlich die Masten mieten und Internet für mich anbieten? Würdet ihr sowas bevorzugen? Ich kann jetzt nicht im Moment sagen, ob wir das konkret so im Programm haben, aber an sich sind wir der Meinung, dass tatsächlich Infrastruktur in staatlicher Hand gehört. Das ist eine kritische Infrastruktur und tatsächlich zu sagen, wir bieten den Zugang an. Ähnlich wie es jetzt bei den Bahnnetzen ja auch ist, dass du private Betreiber auf die Schiene lässt. Ja? Ich halte das tatsächlich für einen guten und wichtigen Weg bei etwas, was kritisch ist. Den Wettbewerb dann noch zu fördern. Also genau, wichtig ist halt den Wettbewerb dann eben reinzukriegen und da kannst du verschiedene Wege überlegen, ne, inwieweit du verpflichtest. Also ich hatte jetzt letztens irgendwo im Rahmen der Hochwasserkatastrophe gesehen, dass jemand sagte, oh, siehst du Telekom und schon funktioniert das Internet nicht mehr oder der Mobilfunk nicht mehr. Ja? Also es gibt natürlich vor sowas wirst du dich dann da auch nicht retten können, wenn du jetzt den Staat als Betreiber hast. Also ja, natürlich. Solche Schäden, das ist jetzt irgendwie vielleicht eine Randdiskussion, aber man muss dann immer schauen, welche Probleme man wie löst. Und das Wettbewerbsproblem musst du irgendwo lösen. Das kann sein, das kann ja immer sein, dass du Anbieter für das gleiche Produkt losschickst und da wird es dann aber prohibitiv teuer, Kabel zu verlegen. Das erleben wir jetzt auch beim Anschluss von Glasfaser an einzelnen Orten, wo sie warten, bis die Stadt aufgräbt. Und wenn das Loch schon da ist, dann legt die Telekom ihr Kabel hinterher, ja, weil sie dann sich die ganzen Kosten gespart hat, den Boden aufzureißen oder so. Das ist einfach asymmetrisch wieder mal, also von der Anreizstruktur her. Und dann muss man das dann eben unter Umständen schauen, wie man das als öffentliches Gut löst. Wäre wahrscheinlich dann auch mal würde vielleicht das ganze Internetproblem in Deutschland ein bisschen besser machen. Das kommt halt immer drauf an. Deswegen, also es gibt ja viele, auch bei uns in der Partei, die sagen, dass der Staat zwangsläufig der bessere Anbieter ist. Und da bin ich halt sehr, sehr vorsichtig. Jetzt nicht nur, was den aktuellen Minister angeht und die Erfolgsleistung von Herrn Scheuer in der Vergangenheit insgesamt. Aber jetzt im Investmentbanking habe ich die Finanzkrise miterlebt und die Banken, die umgekippt waren, das waren vor allen Dingen die Landesbanken. Und die sind halt eben in staatlicher Hand gewesen, und wo halt eben dann tatsächlich Politiker gesagt haben, wir wollen aber, dass ihr eben diese und jene Leistungen noch anbietet, wo halt eben dann dieser unternehmerische Aspekt, der dafür sorgt, dass die Dinge überhaupt nachhaltig finanziert werden oder überlebbar sind, überlebensfähig sind, dann ausgehoben werden. Also es gibt in dem Sinn ja, wie wir jetzt ja auch gemerkt haben, kein System, was perfekt passt. Die Probleme, die man sich einhandelt, sind dann immer nur unterschiedliche und da muss man dann die Balance finden. Und wenn man feststellt, so wie es jetzt ist vielleicht, also ist gut, aber es geht vielleicht besser, dann sollte man das ausprobieren, solange man eben auch sich die Fähigkeit und Bereitschaft lässt, Fehler zu korrigieren. Ich bin ein großer Fan davon zu sagen, lass uns in 2 Jahren nochmal schauen, ob das eine gute Sache war und überlegen, ob wir es rückgängig machen können. Ja, wenn das so einfach geht, dann kann man das natürlich immer probieren. Ja, erstmal ausprobieren und dann die Fehler korrigieren. Macht man ja überall eigentlich. Man muss es ja nicht gleich bundesweit machen, sondern man kann sich ja irgendwie ein Bundesland oder einen Landkreis suchen also das ist jetzt logisch nicht auf jedes Problem anwendbar, ne? Aber so könnte man auf jeden Fall mal zumindest vorsichtig testen und dann langsam aber sicher in eine richtige Richtung rollen. Also klar, natürlich, solche Prozesse dauern immer ewig, aber das sind halt auch einfach andere Dimensionen. Das ist man halt aus der Wirtschaft oder vielleicht auch privat einfach nicht gewohnt. Klar. Ja. Trotzdem hätte ich jetzt noch eine private Frage abschließend für dich. Ansonsten hättest du noch ein anderes Thema, was du gerne noch ansprechen möchtest? Oh Mensch, hätte das gesagt, da hätte ich jetzt irgendwie gesagt, wie wäre es denn mit... Ja, aber tatsächlich irgendwie gerade. Wir haben viele Themen abgearbeitet. Ne? Ja, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel schon gesprochen.
Aber privat würde ich dich noch als letztes fragen, hast du persönlich einen Security-Schlüssel, also so einen Security-Key, um deine Logins abzusichern? Also wie so ein YubiKey oder sowas? Oder? Ja, genau. Also, nee, ich habe neben OnePassword, ne? Habe ich. Als Okay. Beispiel. Ja, dann, Kann man natürlich auch machen. aber bei der Hardware-Lösung, da bin ich noch am Überlegen, wie schusselig ich bin. Ja, ich habe tatsächlich 2, weil ich genau weiß, dass ich sonst einen verlieren würde. Das einen als Backup und Das ist natürlich smart, ja. Das kann man auch machen. ist ja quasi die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Backup. Ja, genau. Das Backup sozusagen. Ja. Ja. Weil ich genau Ja, nee, weiß, aber das ich ist mit immer, sowas ja, das ist immer wieder so eine Frage, genauso mit der Hardware-Wallet oder so, ne? Also, Ja. es ist, Ja, ich glaube, ja, dass es Hardware gut ist und Wallet ich glaube, dass es für viele, also, es ist, also ich empfehle es jedem, sich damit zu beschäftigen und die einen kommen halt eben auf also die einen machen es und die anderen gehen den Softwareweg und so wie ich mich kenne, werde ich auch auf jeden Fall noch einen Schlüssel ausprobieren, weil ich einfach neugierig bin. Ne? Aber, Ja, das ist das Wichtigste. ja. Cool. Und dann sehe ich, was besser funktioniert. Ne? Auf jeden Fall. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. No, danke und bis dir. zum nächsten Mal. Ciao.